In diesem Video geht es um Zeitlinien. Wie viele Zeitlinien gibt es aktuell? Man hat vor knapp einem Jahr, das war auch im Februar 23 rum, hatte man Kontakt mit dem Arcturianischen Rat, 9. Dimension und im Austausch und hatte da mal angefragt, wie viele Zeitlinien es aktuell gibt, und mir wurde gesagt, 39. Also das heißt, es wurde so ein bisschen angedeutet, dass das so 37, 38 Zeitlinien gibt, die fix mehr oder weniger sind, und eine, die irgendwie im Entstehen ist oder mal entsteht und wieder eine vergeht oder ähnliches. So, aber dass das in Summe etwa knapp 39 Zeitlinien aktuell gibt. Das heißt, für mich in dem Fall nicht frühere Zeitlinien oder künftige Zeitlinien, sondern die, die als eine Art Parallelrealität jetzt aktuell bestehen. Und dann hatte man auch unlängst erst vor einer Woche etwa da um den 7. Februar rum dieses Jahr 2024, hatte man da auch nochmal angefragt in die Richtung, und wie viele Zeitlinien aktuell davon in der 5. Dimension sind. Und mir wurde gesagt, 14 Zeitlinien sind aktuell in der 5. Dimension bereits angekommen und verankert. Und als man da vor knapp einem Jahr diese Information auch erhalten hatte, hatte man knapp 2 Monate später auch eine Erfahrung, die das nochmal so aus einer anderen Perspektive einem nahelegte. Und zwar war das so, dass man da erstmal so am Montag, der 10. April war das 23, das hatte man sich notiert, ist man morgens so gegen 5, 6 Uhr mal aufgewacht kurz und dann irgendwie wieder eingeschlafen scheinbar. Und dann stellte sich die Erfahrung ein, dass man plötzlich so einen kleinen Jungen über die Straße führt, 2, 3 Jahre alt. Der konnte noch nicht so schnell laufen. Und die Straße kam mir auch etwas vertraut vor, hier aus der Gegend. Vielleicht hat man es aber assoziiert, weil die einfach ähnlich ausschaute. Und der Junge, den hatte man dann auch nicht so richtig gesehen mit Gesicht und so allem, sondern der war die ganze Zeit mit Mütze und Winterbekleidung eingedeckt. Und man führte ihn an der Hand erstmal neben sich und überquerte dann die Straße, hob ihn dann an beiden Händen an, um etwas schneller ihn über die Straße zu bringen, und trug ihn mal schnell rüber. Und da in dem Moment dachte man so bei sich, dass man ja zum Glück 2 Jungs hätte. Der andere schien so irgendwie 4, 5, 6 Jahre alt zu sein, also auf jeden Fall so 2, 3 Jahre älter, und war nicht dabei in dem Moment. Und man dachte so bei sich in dem Moment, ja, mit denen, wenn sie etwas größer sind, kann man Ausflüge machen, Radtouren, das geht bestimmt etwas besser als mit Mädels. So hatte man einfach in dem Moment bei sich gedacht. Aber man war auch oder merkte auch, dass man zugleich eigentlich der Beobachter ist, auch wenn die Identität einem so völlig normal vorkommt, dass man diese Person eigentlich wäre. Und dann merkte man irgendwie immer mehr, dass man irgendwie nicht alleine ist, dass da irgendeine Präsenz noch irgendwas ist um einen. Und man hat sich zur Gewohnheit schon länger gemacht, wenn in Träumen einem irgendwas suspekt vorkommt, surreal, merkwürdig oder irgendwie manipulierend irgendwas von außen noch da ist, dass man dann in dem Moment direkt aufwacht. Und so in dem Moment hatte man dann den Impuls, dann auch aufzuwachen, weil man merkte, dass man in einer Art Traum wäre. Und dann konnte man aber nicht aufwachen. Das ging einfach nicht, wie das irgendwie gewöhnlich ist. Und plötzlich war da so eine Art, wie bei Stargate, so ein Tor, aber mehr so lichtvoll, wie so eine Sonnenkorona, so richtig und Licht in den Meer. Und dann würde man da irgendwie relativ zügig durchgebracht. Und dann konnte man erst nach ein paar Sekunden dann im Bett aufwachen und sich wieder normal bewegen in seiner gewohnten Umgebung. Und man hat statt 2 Jungs hat man aber nur 2 Katzen oder Kätzinnen so gesehen, ja? Aber keine Kinder in dieser Realität. Und da wurde einem irgendwie plötzlich klar, dass das irgendwo auch mit diesem Gesagten von 39 Zeitlinien vor 2 Monaten zusammenhing, dass einem da ganz klar eine parallele Realität gezeigt worden ist von einem selber. Und da wurde einem irgendwie dann ein bisschen mehr Verständnis dann gewahr von dem Ganzen, wie das irgendwie funktioniert, dass das alles über höhere Dimensionen, über Portale mit verbunden ist. Und dann geht man erst nach unten in die Außenwelt. Und das sind keine Parallelrealitäten, die sich ständig irgendwie gegenseitig beeinflussen, sondern wirklich unterschiedliche Welten, weil man kann ja diesen äußeren physischen Äther nur einmal prägen mit einem Ereignis. Der kann ja nicht wiederholt werden, weil die Erfahrung dann oder das Ereignis passiert ist und der Äther so und so geprägt ist. Und man stellt sich das wie so eine Art Zentrifuge vor, dass man
Zum Beispiel die Astralebene da drüber hat, die Traumwelten etc., wo ja auch vieles Leben drin ist sogar, aber das führt keinen äußeren physischen Äther oder geht nicht nach außen in einen physischen Äther und bildet keinen daher. Und diese Parallelrealitäten, die sind da wirklich dann eine komplett eigene physische Welt nach außen hin. Und wie in Zentrifugen so Kräfte geht es nach außen, je nach kollektivem Bewusstsein. Das ist ja das Bewusstsein, was parallel jetzt besteht in verschiedenen Parallelrealitäten. Und dass das in diese äußeren Welten geht, so dass man wohl locker über 30 Milliarden Menschen etwa hätte, wenn man diese ganzen Parallelrealitäten mit berücksichtigt, einbezieht. Und wenn man dann da eben nach oben erst geht, kann man über die 7. oder 9. Dimension, würde ich mal annehmen, erst dann durch Portale quasi in parallele Realitäten wechseln. Aber die beeinflussen sich nicht gegenseitig unmittelbar, weil das schon komplett eigene äußere Welt da ist, die nach außen entsteht und erst über höhere Ebenen dann wieder miteinander verbunden ist und nicht unmittelbar im Austausch zueinander dahersteht. Und man da nicht zufällig mal in eine andere Parallelrealität wechseln kann, sondern das ist erst dann möglich, wenn das eben durch höhere Ebenen dann entsteht und durch diese Portale man dann gegangen ist. Und da diese Erfahrung möchte man hier in diesem Video mal teilen und näher bringen, dass das alles ja, viel größer dimensioniert ist, als einem dann irgendwie vielleicht äußerlich bekannt oder vertraut sein mag. Und dass es durchaus Möglichkeiten gibt, sogar eben in andere Zeitlinien zu wechseln, aber sehr wahrscheinlich wird man es eher das dann nachts machen und dann eben durch so ein Portal wechseln und dann am nächsten Morgen in einer anderen Realität oder Welt aufwachen. Und nicht, dass man zufällig tagsüber durch irgendwelche Änderungen seines Bewusstseins oder sonst wieder so einfach mal hingelangt oder durch die Änderung seiner inneren Einstellung ein bisschen, kann man vielleicht andere Erfahrungen äußerlich anziehen, aber das sind noch nicht andere Zeitlinien. Also das ist noch eine etwas größere Sache dann in dem Moment. Und da ist das halt so, dass 39 Zeitlinien bestehen jetzt aktuell nach meinem Kenntnisstand. Jeder kann da annehmen, was er auch immer will. Und 14 davon aktuell bereits in der 5. Dimension verankert sind, die restlichen noch nicht, wo diese auch wohl nicht dazu zählt, sondern man bewegt sich da wohl vom Schwingungsniveau eher in der 4. Dimension. Aber die Materie ist nicht mehr so fest, wie sie zur Zeit Christus war. So dass da eine andere Schwingung da war. Selbst das Mineralreich oder Steine hatten da einfach ein anderes Schwingungsniveau und sind heute viel lichtvoller und leichter, als sie es zu der Zeit waren. Ebenso die Erfahrungen im Äußeren sind da inzwischen wesentlich lichtvoller geworden. Und ich würde mal sagen, dass alle Zeitlinien aufsteigen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Man kann in andere Zeitlinien mit einem niedrigeren Schwingungsniveau dann wechseln und vielleicht eine Zeit lang das aufhalten. Aber früher oder später werden alle Zeitlinien in die 5. Dimension eingehen. Deswegen sollte man da vorsichtig sein mit verschiedener Spaltung, indem man, vielleicht wird es eine Zeit brauchen, und manche werden vorweggehen in die 5. Dimension einsteigen, andere erstmal dann nachziehen und eventuell wird man auch hin und her sogar wechseln können eine Zeit lang. Aber letztlich wird die ganze Erde aufsteigen in die 5. Dimension. Es wird dann irgendwann mal auch keine dreidimensionalen Erfahrungswelten oder Zeitlinien mehr geben. Und deswegen sollte man eben auch aufpassen, wen man da als zurückgeblieben anschaut und ähnliches, weil man da gar nicht weiß, welche Seelen dahinter stehen. Und auch hatte man mal von jemandem zugetragen bekommen, aus auch einer ähnlichen Erfahrung, dass da im Dezember 2020 bereits alle 3D-Seelen, die nicht in der 5. Dimension sich aufhalten können, bereits durch Portale weggegangen sind. Dass die gar nicht mehr zugegen sind. Und die jetzt da sind, seien sie schurkenhaft oder auch nicht, sind alle eigentlich 5D-tauglich. Ja, nur manche sind eben negativ polarisiert, werden auch über die negative Polarisation in die höhere Schwingungsebene gehen, was aber letzten Endes für sie nicht gut ist. Sie werden dann früher oder später auch zurückkehren und woanders inkarnieren müssen und ähnliches, um dann das wieder aufzuholen und auszubügeln, was da an Negativität sonst dann entsteht auf ihrer Polarisationsseite. Das mal so viel zu diesem Video. Dann wünscht man ansonsten allen alles Gute.